Oh, hallo, ich bin heute auf der Paar unterwegs in Bayern, einen Kleinfluss zu Ostern, so wahrscheinlich über 5 Tage. Jetzt haben wir Ostermontag, jetzt haben wir Osterfreitag und mein Chef hat mir freigegeben bis Mittwoch. Also bin eine Zeit lang unterwegs, wenn ich so lange Bock habe. Schauen wir mal, wie das Wetter ist. Ich bin wettermäßig knapp an der Grenze, wo es zum Regnen anfängt. Schauen wir mal. Drin in der Paar mit 2A und auf geht's. Und Biber hat es auch. Da hat schon eine erste Biberspur. Das sieht gut aus. Bin mal gespannt, wie viele Hindernisse kommen. Da hat sehr viele Mühlen drin. Und schauen wir mal, was so noch an Querverbauen drin ist. Das kann interessant werden. Da ist eine kleine Insel drin. Und kaum gestartet hat es einen Baum drin. So, aber da gehe ich jetzt einfach auf der anderen Seite von der Insel wieder einbooten. Oben rein wäre auch gegangen, da war ich auch blockiert. Umtragen das Ganze. Also ist gut. Dann kurz über die Insel drüber und weiter geht's zum nächsten Hindernis. Hausenten? Ah, Laufenten. Da haben wir einen schön blühenden Ginster. Oh, schauen wir mal, da vorne ist eine interessante Brücke. Aber da kommen wir schon irgendwie durch. Glück gehabt. Das hatte ich dann nicht genau geteilt beim Hindernis. Dann bin ich einfach in den linken Arm rein. Das ging einwandfrei. Da haben wir einen Tunnel zum Durchfahren, aber das geht. Oh, da auf der rechten Seite mit Schwung durch. Das geht. So, das habe ich wieder umgehen können. Da hat sie eine Insel gehabt. Habe ich nicht mit Gewalt durchbrechen müssen. Oh, habe ich Glück, habe schon gedacht, das müsste ich aussteigen, aber das dürfte gehen. Und hier ist sogar eine richtig schöne Brotzeitoase. So, und jetzt geht es wieder zurück in den Hauptstrom. Das ist schon ein Nebenstrom, da habe ich ganz schön mich durchruckeln müssen. Und genau an tiefen Stellen, da waren Stöcken drin immer. Da kam man kaum durch. Aber jetzt sind wir wieder im Hauptstrom. Und auf geht's zum nächsten Hindernis. Okay. Hurra. Das Rauschen war das hier. Ich habe schon gedacht, dass irgendwas voraus in der Strecke was so rauscht. Also hier der Ableitung. Ein richtig wilderes Stück. Ich sehe mit sowas. Oh, hier ist ganz hochgelaufen die Welle. Oh, sieht so aus, jetzt habe ich da vorne ein Gänsesägerpärchen. Oder? Zack. Ja, genau. Keine Enten, Gänsesäger.
Die kommen ganz erstaunlich nah ran. Das sind Kulturfolger, Gänsesäger. Ja, kaum Notpanze. So, jetzt heißt Obacht geben, da kommt die erste Mühle. Oh, und da geht's jetzt dahinter. Und Wagen drauf und ab geht's. Ein riesiges Bötchen drin zum Runtertreiben lassen und brauchen irgendeinen Anhänger, um wieder hochzukriegen. So, wieder drin im Boot, Mühle umgangen und auf geht's. Meistens innerorts hast du so Ableitungen, so kleine. Oh, jetzt bleibe ich hier auf dem Breiten. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das hier eine Biberburg. So vorne könnte ein kleines Nahrungsfluss sein. Also Hochwasser scheint der hier nicht zu kennen. Oder das ist nicht wirklich die Hauptburg. Aber immerhin mal einen vermutlichen Biberbau gefunden. So, und sieht so aus, jetzt haben Biber auch mal versucht mit Netzen eine Grabaktivität zu stoppen. Aber das hat wohl nicht ganz geklappt. Und das sind interessante Enten. Das sind auch wieder irgendwelche Hausenten. Auch diesmal in dunkel. Und dann haben wir die nächste Mühle. Also interessant, wie es da weitergeht. Muss ich irgendwie schauen, dass ich in den Privatgelinden da irgendwie zurechtkomme. Hier ist die Beute, ein Magnetangler wahrscheinlich. Und da schöne Blumen. So, Mühle Nummer 2 umgangen und weiter geht die Reise. Gleich geht's. Oh, wieder frei.
Interessant, ich nehme an, der Ast ist so morsch, der dürfte brechen. Und mir das die Seite schieben lassen. Und was haben wir denn da? Jetzt habe ich sie. Die Gebirgsstelze, die ist gelb. Hier wird echt kompliziert. So, sieht so aus, als kommt da vorne die nächste Mühle. Da kommen wir echt in Übung. So, ganz flach aufs Boot draufgelegt. Da bin ich dann durchschummeln können. Da hat so ein blöder Angler so einen Steg drüber gebaut, ohne an arme Kajakfahrer zu denken. Aber spätestens da vorne muss ich jetzt eh raus. Da bleibe ich gleich gemütlich flacken. Umtragung der dritten Mühle geschafft und auf geht's zur nächsten Mühle oder Hindernis. Ciao, danke. Ciao. Ich habe ein verwaistes Storchennest. So, da fahren wir ganz langsam hinfahren, da wo das Weiße ist. Da rauscht verdächtig. Oh, da hat es einen richtig fetten Biberbau. Den man erst erkennt. Ja, und hier komme ich eh kaum durch. Und da vorne die Stelle schaut doch ein kritisch aus. Ich glaube, vielleicht doch mal besser aus und umtrag die gleich. Oh, ich muss etwa die Strecke hier bis zu dem Baum da gehe ich jetzt umlaufen, weil da drin hat immer wieder mal Stellen drin, wo Durchkommen schwer ist. Wieder drin im Wasser und auf geht's.
So, allmählich hat ein Hindernis nach dem anderen. Da war kein Durchkommen, aber da kann ich an der Seite durchdrücken. Und nicht ganz aus dem Wasser raus. So, Hindernis überwunden und auf geht's zum nächsten Hindernis. Das ist das reinste Hindernisrennen. Oh, da kommt man aber gut durch. Gut durch war etwas übertrieben. Hier hat ein Biber Erdbau, kann man nur am Nahrungsfloß. Hier hat einen schönen Biberdamm. Hat auch mal das Gute, wenn man aussteigen muss. Der Biber, der nagt die ganz großen Bretter.
Da mein Boot, da kaum sieht, hier irgendwie so durchs Gebüsch bringen. Dann kann ich irgendwie ziehen müssen, das Schwerste raus und dann dahin. Und dann wieder nach vorne geschaut, nicht dann gleich wieder aussteigen muss. Und jetzt kapiere ich auch das da mit dem Berg da oder Damm da. Das hier ist dann, glaube ich, ein Hochwasserrückhaltebecken. Nehme ich mal schwer an. Hurra! Man kommt durch das Hochwasserrückhaltebecken. Da war ich jetzt gespannt. Dieses Wetter gibt es immer flacher, die schräg. Ganz was dieses. Ich wollte eigentlich von der Seite reinfahren, aber jetzt bin ich dann Umleitungskanal gleich reingefahren.
Ups. Oh. Cool, also du siehst, wenn ich unterwegs bin, da werden die Kurvenradien doch etwas zu klein. Wie geht das denn? Vielleicht umgeht noch gleich die Mühle. Könnte natürlich sein, dass es die Fischtreppe von der Mühle ist. Das könnte sein. Nee. Ich kann nicht hochgehen. Hinkommen und hochheben. Nee. Oh ja. Da hinten ist auch zu. Ja, klasse. Ah. Ganz rückfallen habe ich auch keinen Bock. Naja, jetzt sind wir hier. Manchmal nervt der Biber schon gewaltig, aber den kriege ich weg. Oh, das wäre ein Werbespot für die entsprechenden Banken. Der Weg ist frei gemacht. So, der Weg ist frei. Und um die Mühle geht es leider doch nicht rum. Das wäre es noch gewesen. Er hat einen fetten Biberbau, so ist Nahrungslos davor, aber ich kann nicht so weit, dass ich nicht mehr vorbeikommen. Oh, und ist raus, hinter der Brücke, da geht es ganz schön runter. Hat einen fetten Biberbau, schönes Nahrungslos davor, aber ich kann nicht so weit, dass ich nicht mehr vorbeikommen.
Schauen wir mal. Brotkasten für Wasserampel drin. Naja, das geht schon. Obwohl, ganz schön steinig, kann man auch wieder umfahren. Immer die Umfahrung. Muss ja nicht sein. Oh je. Da hat mein Freund mal wieder zugeschlagen. Ich muss wieder aussteigen. Shit nochmal. Ich gehe mit der Biberfall ganz schön auf den Nerv. Was erlauben Biber? Nee. Jetzt nehmen wir dann doch die Rampe. Oh, die gucken gegen Strom überhaupt an. Das geht auch nicht, das ist einfach zu steinig. Okay. So, geschafft und weiter. Und jetzt müssen wir doch mal mich schauen, der was zum Übernachten findet. Eine Futterstelle für Rehe, Salzstein, Futter, die Überwachungskamera, der Jägerstand. Da kann man das genau dokumentieren. Yay! So eine Stelle, selbst wenn ich da durchbreche mit Gewalt, hinten dran geht eh nichts mehr. Das sind ja so 100, 150 Meter. Natürlich, man Kajak ist noch vor, bis zur Stelle, wo es wieder geht, und dann ist für heute Feierabend.